Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nach den Bretonen geht es heute mit der Geschichte der Hochelfen weiter. Fürst Eldrod hat seine Krieger versammelt und zieht in die Schattenlande, um seinem alten Freund Kirantalas in dessen Kampf gegen die Druchii zu unterstützen. Die Modelle, die heute dran sind natürlich einmal Fürst Eldrod und zum anderen 4 Ritter seiner Hausmacht. Das alte Modell von Prinz Imrik, da fehlt der rechte Arm, ein Waldelfengeneral, da fehlt der linke und ein selbstgebautes Charaktermodell. Der alte Silberhelm-Champion, den ihr hier seht, wird leider nicht bemalt werden, weil der doch wieder Anführer seiner alten Silberhelm-Einheit wird. Der wird ersetzt durch einen Hochelfenheld, dessen Video auf dem Drehteller habe ich leider verloren, beziehungsweise vermutlich habe ich es gelöscht, deswegen gibt's von dem nur Bilder in der Bemalung. Eldrod richtete sich im Sattel auf und blickte den Berg hinab. Gut verborgen zwischen Bäumen und Büschen beobachtete er das Tal. Sein Pferd schnaubte und er klopfte ihm beruhigend auf den Hals. Dann ließ er zum wohl 100. Mal sein Fernrohr über die Landschaft gleiten, die sich unter ihm erstreckte. Wieder war er dankbar für den dicht bewaldeten Bergrücken, auf dem seine Streitmacht versteckt war. Sie warteten auf die Rückkehr der Kundschafter, die kurz vor Tagesanbruch ausgeritten waren, um den Weg vor ihnen zu erkunden. Die restlichen Einheiten waren später aufgebrochen, nachdem sie das Lager abgebrochen und ihre Spuren verwischt hatten. Durch das hügelige Gelände kamen sie nur langsam voran. Die Reiter hatten weniger Probleme, aber die Infanterie musste sich die steilen Hügel und kleineren Berge hinaufquälen. Es war jetzt um die Mittagszeit und das Heer lagerte auf dem Rücken eines kleinen Berges. In Eldrods Satteltasche steckte eine Kopie jener Landkarte, die er vor wenigen Wochen Hauptmann Turion gezeigt hatte, auf der Silias Tränen eingezeichnet waren. Auf der Kopie fehlten aber alle Namen und auch alle Ergänzungen, die er im Laufe der Jahre der Originalkarte hinzugefügt hatte. Bevor die Reiter am Morgen aufgebrochen waren, hatten sie verabredet, sich am Mittag hier auf diesem Berg zu treffen. Hinter ihm warteten im Schatten der Bäume Eldrods engste Gefährten. Die Pferde versuchten mit Schlägen ihrer Schwänze die lästigen Fliegen zu vertreiben. Hin und wieder war ein leises Schnauben zu hören. Turion, der Gardehauptmann Eldrods und sein ältester Weggefährte, kam heran. »Siehst du schon was?« »Nein, aber noch ist es nicht an der Zeit, sich Sorgen zu machen. Wir warten noch, bis die Sonne ihren höchsten Stand überschritten hat. Dann geht's weiter. Die Männer und Tiere brauchen Ruhe. Es kommt nicht auf Schnelligkeit an, sondern darauf, in voller Stärke anzukommen.« Turion nickte. Er dachte daran, wie enttäuscht die Ritter gewesen waren, dass es keinen Tross mit Zelten und anderen Annehmlichkeiten geben würde. Vor allem der junge Denhor Garadriel, der aus einem sehr alten Adelsgeschlecht stammte, war regelrecht entsetzt gewesen. In den Krieg zog man mit Bannern und Fanfaren, nicht heimlich wie die Diebe in der Nacht. Aber auch er hatte die Notwendigkeit eingesehen, dass sie sich nicht mit unnötigem Ballast belasten durften. Irgendwie schien der Jüngste aus der Gruppe so langsam auch Gefallen an diesem Leben zu finden. Er war privilegiert aufgewachsen und hatte vorher noch nie unter freiem Himmel übernachtet. Die anderen, Turion, Falol Banarach und Kalen Taldur, waren Eldrod auf schon so manchem Feldzug gefolgt und hatten alles mit der Gelassenheit erfahrener Veteranen hingenommen. »Wir kehren zum Lager zurück«, entschied Eldrod. »Stellt einen Posten ab, der uns sofort melden soll, wenn etwas in Sicht kommt. Die Jäger sollen das Gelände vor uns erkunden. Ich will in keine Falle laufen oder plötzlich vor einem Steilhang stehen, den die Pferde nicht hinunter können.« »Jawohl, Herr«, antwortete Turion und die beiden kehrten zu den anderen Reitern zurück. »Noch kein Zeichen von den Kundschaftern. Wir werden noch warten, aber dann brechen wir auf. Der nächste Treffpunkt ist hier.« Eldrod holte die Karte heraus und zeigte auf eine Stelle. »An dieser Stelle ist eine Furt, die über den Fluss führt. Wir sind noch weit von dem Gebiet entfernt, in dem unsere Brüder jetzt herrschen, aber wir gehen kein Risiko ein. Nun, jedenfalls noch nicht. Die Schatten sind vielleicht bereits in dieser Gegend und vielleicht auch der Grund, warum unsere Kundschafter noch nicht zurückgekehrt sind.« Die kleine Gruppe ritt zum Lager zurück. Die Speerträger saßen an Bäume gelehnt oder hatten sich hingelegt und schliefen. Die Waffen neben sich, den Kopf auf ihre zusammengeschnürte Ausrüstung gebettet. Die Krieger nutzen jede Gelegenheit zum Schlafen, dachte Denhor. Vielleicht sollte er sich daran ein Beispiel nehmen. Nein, eines Tages würde er Truppen anführen, und wie sähe es aus, wenn er sich als Hauptmann einer Gruppe Silberhelme mit den Rücken an einen Baum lehnte und zu schnarchen begann? Nein, das war eines zukünftigen Anführers unwürdig. Denhors Vater hatte ihn an den Hof seines alten Freundes geschickt, um seine ritterliche Erziehung abzuschließen. Die Freundschaft Eldrods und seines Vaters reichte bis in die Zeit zurück, die sie als junge Männer im Dienst am Hof der Immerkönigin verbracht hatten. Am Rand der in kleinen Gruppen lagernden Soldaten stiegen sie von ihren Pferden. Er hatte erwartet, dass sie noch einmal eine Beratung abhalten würden. Stattdessen zog jeder der anderen etwas zu essen oder zu trinken aus seinen Satteltaschen. Ohne dass die Männer ein Wort sprachen, legte einer seinen Schild in die Mitte und jeder stellte seinen Anteil zu ihrem Mahl darauf. Denhor war erstaunt, wie selbstverständlich das Ganze zu sein schien. Vor Tagen hatten diese Männer noch abends an einer Tafel unter einem Zeltdach gesessen und im Schein von Dutzenden Kerzen ihre Mahlzeiten angenommen, so wie es für Adlige üblich war. Jetzt setzten sie sich wie einfache Soldaten auf den Boden, was aber niemanden auch nur im geringsten zu stören schien. Nein, es schien sogar, als ob sie das Ganze genießen würden. Die Älteren sahen ihn auffordernd an. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er Fürst Eldrod und die anderen anstarrte. »Wenigstens ist mein Mund geschlossen«, dachte er. »Los, junger Denhor, setz dich zu uns und iss. Wer weiß, wann es je wieder so ruhig sein wird wie heute«, sagte Falol Banarach. Der Angesprochene band sein Pferd an einen Baum und kam sich plötzlich ziemlich einfältig vor. Denhor holte aus seinen Satteltaschen einen Becher und das Speisemesser hervor. Er drehte sich um und sah, dass jeder etwas zu ihrem Essen beitrug. Es gab Schinken, Käse, getrocknetes Obst, Brot
und Kalen Taldur hatte sogar eine Flasche Wein dabei. Rasch drehte Denor sich um, damit niemand sehen konnte, wie ihm die Röte ins Gesicht schoss. Verzweifelt dachte er nach, was er beitragen könnte. Immerhin wollte er weder als gierig noch als einfältiger Tölpel vor den anderen dastehen. Also kramte er länger als notwendig in seinen Satteltaschen. Dann fiel ihm ein kleines Päckchen in die Hände. Das könnte er beisteuern. Erleichtert drehte er sich um, setzte sich neben die anderen auf die blanke Erde, legte sein Päckchen auf den Schild und dann begannen sie zu essen. »Was hast du uns denn da mitgebracht?« fragte Kalen, der das Päckchen etwas misstrauisch beäugte. Denor schluckte hastig einen Bissen herunter. »Es ist eine Süßspeise. Ich habe sie von einem Händler gekauft, der die Zutaten dafür aus Lustria mitgebracht hat. Er sagte, sie wird aus Bohnen gewonnen, aber im Süden wird sie meistens getrunken, weil es zu warm ist und diese Masse dann nicht fest wird.« Die anderen Männer lachten leise über diese Erklärung. Dann öffnete Denor das Päckchen, dem ein süßlicher Duft entstieg. Wie selbstverständlich teilte er den Inhalt in 5 gleich große Stücke. Dann fiel ihm ein, dass ihm in dieser Runde nicht zustand, so zu handeln, und er blickte verschämt zu Fürst Eldrod. Dieser lächelte und nickte dann anerkennend. Dafür, dass unser junger Freund noch nie auf einem Feldzug war, weiß er, was sich gehört. Für jeden den gleichen Anteil. Gut gemacht. Turion griff nach seinem Stück und ließ es sich schmecken. Von dieser Schokolade hatte er schon gehört, aber sie noch nie gegessen. Getrunken hatte er sie, als er die neue Welt bereist hatte. Aber so als diesen festen Block, das kannte er noch nicht. Er sah in die Runde. Das letzte Mal, dass sie so zusammengesessen hatten und das einfache Leben genossen, war bestimmt 40 oder 50 Sommer her. Auf dem letzten Feldzug hatten sie einen großen Tross gehabt. Zelte, Betten, Geschirr, Diener und alles andere, damit sie ein standesgemäßes Leben auch im Feld führen konnten. Er musste zugeben, sein Feldbett vermisste er schon und auch die Annehmlichkeiten eines Zeltes mit Kohlebecken und Teppichen am Boden waren nicht zu verachten. Aber auch dieses einfache Leben hatte seine Reize. Das einfache Essen, das Zusammensein ohne gesellschaftliche Verpflichtungen und vor allem weit entfernt von jeglichen Hofintrigen. Dafür bestand eine andere Gefahr, die für Leib und Leben. Die wuchs mit jedem Tag, den sie sich den Schatten näherten. »Wie geht es eigentlich weiter, wenn wir in unserem Ziel sind?« fragte er. »Wir werden uns Kirantalas anschließen und alles für die Vertreibung unserer Vettern aus Nagaryth vorbereiten, wenn der Phönixkönig eine Armee entsendet, was unter Umständen erst im Frühjahr geschieht«, sagte Eldrod, der ihm gegenüber saß. »Also sollten wir uns auf einen langen Winter vorbereiten.« »Der Winter wird nicht länger als sonst. Er dürfte nur ungemütlicher werden«, erwiderte der Fürst. Die Krieger und Adligen lachten. So langsam fielen die Barrieren, dachte Turion. Das war etwas, das nur im Krieg geschah. Die Barrieren zwischen Adel und einfachen Kriegern verschwanden, je länger der Krieg dauerte. Der Winter würde vielleicht unangenehm werden, aber wenigstens in guter Gesellschaft. Er legte den Kopf zurück und es dauerte nicht lange, bis er eingeschlafen war. Denor staunte, als Hauptmann Turion es sich gemütlich machte und die Augen schloss. Farlol bemerkte seine Überraschung. »Warum so erstaunt?« »Du wirst auch noch lernen, jede Möglichkeit zum Schlafen oder Ausruhen zu nutzen. Es hilft niemandem, wenn du erschöpft bist.« Farlol gehörte zu Eldrods Familie, wenn auch zu einem etwas entfernteren Zweig. Wahrscheinlich war das der Grund, warum Denor mit Farlol ungezwungener sprechen konnte, als mit den anderen Mitgliedern des inneren Zirkels um den Fürsten. Er und Farlol befanden sich gesellschaftlich in etwa auf demselben Rang. Farlol war dem Aufruf des Fürsten gefolgt und hatte sich mit einer kleinen Streitmacht dem Heer angeschlossen. Eine Einheit Speerträger und die Kundschafter, auf die sie jetzt warteten. »Jetzt schau nicht so! Sieh dich mal um«, forderte er Denor auf. Dieser blickte sich um. Alle Krieger, die nicht Wache standen oder mit anderen Pflichten betraut waren, hatten es sich so gut es geht gemütlich gemacht und ruhten. Manche von ihnen taten es Turion gleich und waren eingeschlafen. »Hast du etwa gedacht, dass Krieg nur mit schallenden Fanfaren und Bannern geführt wird?« Farlol lachte leise. »Einen großen Teil der Zeit wirst du mit Warten verbringen. Der Krieg, in den wir ziehen, ist nochmal anders. Eldrod und Kirantalas haben das schon einmal gemacht. Wir werden unsere Vettern jagen und irgendwann werden sie anfangen, uns zu jagen. Dann wird jeder ruhige Augenblick kostbar sein. Du wirst dich schon daran gewöhnen.« Denor dachte über die Worte des Älteren nach. Bisher war er an den Waffen ausgebildet worden und hatte sich mit der Kriegführung nur auf strategischer Ebene befasst, in der Bibliothek seines Vaters. »Welche Art Krieg?« fragte er schließlich. »Zuschlagen und verschwinden, so wie es die Schattenkrieger tun. Wobei die Schattenkrieger das Zuschlagen und Verschwinden übernehmen werden. Wir werden im Hinterhalt liegen und die Drohie in Empfang nehmen. »Du ziehst zum ersten Mal in den Krieg gegen unsere dunklen Brüder, oder?« fragte Farlol. Denor nickte. »Ja, dann wirst du noch einiges lernen, bis du wieder zu Hause bist, mein Junge.« Farlol wandte sich an Kalen. Dieser war gerade damit beschäftigt, mit etwas Moos seinen Teller zu reinigen. »Normalerweise tun Diener das für uns«, sagte er, während er über seinen Teller wischte. »Ja, normalerweise tun sie das. Aber normalerweise wäre auch keiner von uns hier.« Kalen blickte seinen Freund an. »Wann waren wir zum letzten Mal hier? 10 Jahre? 20? Oder noch länger? Sollten unsere Vetter nicht auch langsam des ewigen Krieges müde sein? Wer weiß, wie lange es diesmal dauern wird. Wenn es wieder eine große Invasion ist und nicht nur der Vorstoß eines Adligen, dann werden wir mehr als nur einen Winter hier verbringen. Wer kann das schon sagen? Wenn wir es nur mit der Vorhut einer Armee zu tun haben, dann können wir uns wieder auf einen langen Krieg vorbereiten.« »Ich glaube«, sagte Kalen. Den Rest des Satzes hörte Denor nicht mehr und hing seinen Gedanken nach. Er hatte damit gerechnet, dass der Feldzug vor dem Winter vorbei sein würde, bis Fürst Eldrod am Sammelpunkt klar gesagt hatte, dass sie auf unbestimmte Zeit in die Schattenlande ziehen würden.
Jetzt sprachen diese beiden davon, dass sie sogar Jahre hier verbringen könnten. Über Jahre hinweg dieses Leben zu führen, schien ihm schier unmöglich. Auf einer Jagd 1 oder 2 Nächte im Wald zu verbringen und in einem Zelt zu schlafen, war eine Sache. Aber es monatelang zu tun, schien ihm unmöglich. Vor allem, weil sie weder Zelte noch andere Ausrüstung dabei hatten. Plötzlich verstand er aber, warum jeder, auch die Adligen, mehr als nur ihre Waffen und Rüstungen mitführten. Die zusätzlichen Decken würden sich als nützlich erweisen, genauso wie die Trockenrationen, von denen jeder wenigstens 3 Pakete bei sich trug. Er lehnte sich an einen Baum und dachte nach. Plötzlich wurde er am Arm gepackt und leicht gerüttelt. War er etwa eingeschlafen? Carlin stand über ihm. »Wie lange habe ich geschlafen?« fragte er. »Vielleicht eine Stunde«, kam Carlins Antwort. »Und jetzt steh auf, die Kundschafter sind zurückgekehrt. So wie es aussieht, haben sie keine guten Nachrichten.« Hier jetzt die fertigen Heldenmodelle. Als eine Einheit kann ich die bei Warhammer so leider nicht einsetzen, aber bei Warlords of Everyone werden sie die Einheit um den General bilden und nicht in der ganzen Armee verteilt werden. Nachdem im 5. Teil dieser Reihe die letzten Modelle aus der Sammlung meines Freundes fertig wurden, habe ich diesmal die Farbe von meinen eigenen Hochelfen runtergeschrubbt. Und ich denke, ich werde damit auch noch eine Weile weitermachen. Schließlich braucht die Armee noch Magier und ein paar elorianische Grenzreiter wären auch nicht schlecht. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.